Ja, ja. Und Genau. jetzt setzt er alles auf eine Karte so, als selbstständiger Comiczeichner. Ja gut, er macht selbstständig Comiczeichnen und macht trotzdem Aufträge noch nebenbei weiter. Das ist ja, 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 wie genau. gesagt, Mit er dem muss halt, Traum irgendwie vielleicht ja, irgendwann, dass die Comics so gut ja. laufen, die eigenen, ja. Aber die Ja, laufen ja mega. auf jeden Fall seinem Instagram sehr gut, auf jeden Fall. Habe ich ja schon gesehen. Da freut er sich Schön. über die Resonanz. Das ist ja klar. Ja, ich habe jetzt auch, an der Stelle kann ich schon mal anteasern, ich habe mir mal so einen Insta-Account gemacht. Ich bin ja so von gestern, ne? Ist auch vielleicht mein Alter. Insta, ich bin doch so der Typ Facebook irgendwie. Und Ich habe jetzt benutze auch mal mit Facebook viel. Detailliebe, ich benutze es auch nicht mehr, aber das war so halt früher. Und Detailliebe-Account jetzt gemacht bei Insta. Dann werde ich auch so diese ganzen Leute natürlich mal, wenn ich es mal pflege, hoffentlich in den nächsten Wochen auch mal alle, was sagt man? Adden, Freundschaft, oh Gott, ich komme ich mir vor wie ein alter Mann. Alles gut, kein Problem. Was macht man? Man Was addet macht man denn? jemanden, wenn man Folgen. jemanden Man sich folgt connecten will. dem. Dann werde ich Achso, den allen Folgen folgen. meinst du? Doch so, du meinst jetzt Folgen, einfach nur zu Genau. sehen, was die machen. Ah, okay. Ich dachte, du meinst wirklich adden, um vielleicht zu schreiben mit denen oder so. Das dachte ich gerade. Nee, klar, Genau. ist natürlich mittelfristig Ja, auch auch. interessant, wenn ich mal, Ja, ja. je nachdem, ne, so wie jetzt mit dir, ist ja auch immer cool, mit irgendwelchen Leuten in Kontakt zu sein, die sich so auf demselben Boot befinden. Und nee, klar, das auch. Ich habe es auf Insta versucht. Nach 60 Videos habe ich mir so gedacht, okay, ich höre damit. Beim Insta habe ich dann gedacht, da passiert bei mir gar nichts. Ich habe die Insta-Seite immer noch offen, aber wenn da überhaupt niemand davon followt, von meinen ganzen Leuten, die mir zuschauen oder was auch immer, dachte ich mir so, ja gut, dann pausiere ich das, bis es irgendwann vielleicht läuft. Weil ich habe da 4 Follower oder so, noch 60 Videos. Und dann dachte ich mir nur so, okay, das lohnt sich bei Insta bei mir zumindest nicht. Weil es ist immer viel extra Arbeit, da alles noch mit den Hashtags und alles zu machen. Aber wenn da halt gar nichts passiert, ist es besser, dann mache ich da weiter, wo es funktioniert. Und bei mir funktioniert es halt bei YouTube, bei TikTok und ein bisschen bei Twitch halt. Ja. Ja, ja, und das ist auch unterschätzt man auch immer, ne, was es nochmal an Arbeit ist, so einen anderen Kanal zu pflegen. So. Das ist dann auch bei jedem Video nochmal vielleicht eine halbe Stunde oder so. Oder vielleicht auch länger. Das nervt dann auch, wenn es nicht läuft. Kann ich voll verstehen. Und ich finde YouTube als Plattform auch tatsächlich, also ich mag es irgendwie, YouTube. So alles so ein bisschen unaufgeregt, sind halt auch mal längere Videos und ich habe auch gehört, ich habe mal eine Umfrage gestartet bei meiner Community, ob die eigentlich Instagram nutzen und ich glaube, 2/3 haben Nein gesagt. Das heißt, so diese ganzen Gothic-Leute scheinen auch vielleicht auch schon ein bisschen älter zu sein, ne? Im Schnitt, du bist auch jung, glaube ich, tendenziell. Für die 25 ist so, sagen wir so, okay. Mein Cousin ist Nee, jetzt aber schon für die 30. Gothic-Community noch eher bei den Jungen. Ich habe ja so schöne Statistiken, ne? Ich kann ja genau gucken bei meinen YouTube-Statistiken, wie die Gothic-Community ist. Also ich habe ja so ein bisschen jünger als ich, würde ich sagen. Die meisten sind so zwischen Mitte 20, Mitte 30 und 99% männlich natürlich. Und die meisten eben nicht auf Instagram. Fand ich spannend bei der Umfrage. Ja, nee, wie gesagt, ich kenne auch wenig Leute, die wirklich Instagram so aktiv nutzen bei sowas. Wie gesagt. Ja. Nee, das ist Haben wir auf noch jeden Fall was cool, eigentlich? Ich habe gerade gar nicht, du hast mir auch ein paar Themen geschickt. Ich habe die jetzt gar nicht offen, ehrlich gesagt. Ja, alles gut, ich habe ja angefangen mit der Spielwelt vorhin gerade eben. Das war ja sozusagen der erste Punkt von den Gothic-Teilen jetzt, wo wir so ein Gott, bisschen wir sind besprechen. voll abgeschweift. Oh Gott, sind wir abgeschweift. Das ist ja. nicht schlimm, Wir haben das ist schon auch bei mir das ist mit dem Hochkönig letztens auch mir passiert. Da sind wir auch da und dann am Ende hatten wir ein deutlich längeres Interview als sonst. Aber war trotzdem super cool, wir fanden es beide cool und ja. Ist cool, sich ein bisschen so verplappern, so nebenbei. Wir haben jetzt schon eine Stunde, ne? Das ist ja kein Problem, kann man wieder 2 Parts oder so machen, das ist kein Problem. Beim Hochkönig sind es ja auch Alles gut. 2. Okay. Ja, genau. Gut, dann wären wir jetzt beim nächsten Punkt gewesen. Das war ja Fantasy-Style. Wie findest du den Fantasy-Style von Gothic? Es gibt ja so Herr der Ringe-Fantasy, Harry Potter-Fantasy. Und wie findest du jetzt so ein Gothic-Fantasy-Universum sozusagen? Ich glaube, es war für mich ein sehr guter Einstieg in das ganze Fantasy-Zeug. Ich bin gar nicht so der Fantasy-Typ. Also ich habe mit Fantasy gar keine Berührungspunkte gehabt im Laufe meines Lebens. Ich würde sogar sagen, bis Gothic nicht. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt letzte Woche das erste Mal Herr der Ringe geschaut. Den ersten aber auch nur. Die anderen beiden muss ich auch noch gucken. Weil ich halt jetzt gerade auch so ein bisschen in dieses Fantasy-Ding reinkomme. Ich habe jetzt irgendwie Witcher ja auch gespielt und auch Bücher gelesen dazu. Und ich glaube, Gothic ist ein super Einstieg in dieses Fantasy-Zeug, weil das eben doch auch noch sehr bodenständig ist. Ich glaube, wenn das jetzt so gewesen wäre mit Elfen und Feen und dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwann weggelegt. Und das war jetzt so ein bisschen wie so ein Anfüttern
an Fantasy. Ich fand, das war schon noch fast wie die normale Welt, aber es laufen halt komische Wesen darum. Und es gibt irgendwie Magie, aber es ist ja schon auch ein bisschen wie unsere Welt. Und ich glaube, deswegen mag ich diese Fantasy sehr, sehr gerne. Also doch, ja. Ich finde, also ich habe noch nie so direkt drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, ich mag die Gothic Fantasy gerade wegen ihrer Bodenständigkeit voll. Finde es aber auch gut, dass dann so Sachen wie Magie drin sein können. Also ich fände es jetzt auch nicht besser, wenn es normales Mittelalter-Setting wäre. Also ich mag dieses Low Fantasy super gern. Doch, ist cool. Apropos, ich habe ja auch mit Gothic so richtig mit Fantasy angefangen. Ich habe vorher Stronghold und dann Gothic gespielt. Also habe ich ja theoretisch auch gar nichts mit Fantasy am Hut gehabt, bevor ich damals als Kind gesagt habe, oh, Gothic, oh, cool, oh ja, das ist cool. Ja. Aber das ist auch so ein logischer Weg, ne? So Mittelalter, Gothic, da hat zumindest noch so ein bisschen Überschneidung. Passt gut zusammen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Das ist auch so mein erster Berührungspunkt so richtig gewesen. Dann kam auch Herr der Ringe, dann kam The Witcher 1. Ach, das war ja viel damals. Harry Potter auch bei vielen, ja. Das ist bei mir auch immer so vorbeigegangen. Habe ich aber inzwischen zumindest auch alle Filme gesehen. Irgendwann mal nachgeholt. Finde ich, ist halt auch wieder was ganz anderes. Ne? Aber kann ich auch verstehen, warum Leute das cool finden, gerade auch jüngere Leute. Ich habe Harry Potter erst gesehen, nachdem ich dann die neueren Filme im Kino gesehen habe. Habe ich erst dann Harry Potter geguckt, die ersten Teile und so. Aber im Prinzip ist es ja die Vorgeschichte gewesen, diese neuen Filme. Also war es theoretisch ja nichts unbedingt Falsches dann am Ende. Aber ja, den kann man, glaube ich, schon so machen bei Harry Potter. Das passt. Und Herr der Ringe fand ich jetzt auch wirklich gut, muss ich sagen. Also der erste Herr der Ringe-Film ist auch gut gealtert. Klar, die Effekte sind jetzt nicht immer auf dem höchsten Stand aus heutiger Sicht so, aber ich fand die ganzen Aufnahmen, die Geschichte, die Schauspieler, hat mir viel mehr zugesagt, als ich gedacht habe. So. Nee, wie gesagt, ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan auch selber. Okay, ja gut. Auch, was erwartet mich mit Teil 2 und 3? Wird es besser oder bleibt es so gut? Es hat ja so also sagen wir es so, das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, dass der dritte Teil wahrscheinlich der beste Teil ist. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich das wirklich sagen muss. Wie gesagt, ich finde 1 und 3 sind so die allerbesten und der zweite ist eigentlich auch super geil mit den ganzen Sachen, die ich jetzt nicht spoilern werde, weil du musst es das erste Mal auch erleben. Aber der zweite Teil ist auch extrem gut, wirklich. Aber guckst du die Extended Editions oder die normalen, von die Kinoversion? Ey, da bin ich jetzt schon wieder überfragt. Ich gucke das, was mir Amazon Prime hinschmeißt. Das kostenlose, meinst du? Ja, genau. Wahrscheinlich. Dann hast du nicht die Extended Edition gesehen. Was verpasse ich dadurch? Verpasst extra Szenen, die halt auch sehr wichtig sind eigentlich für die Geschichte. Was aber nicht passiert in dem Film. Na gut, ich kann dir auch meinen Account rübergeben, wo ich das drauf habe. Dann kannst du das dann ansehen, auf Extended auch. Das ist kein Problem. Ja, oder ich gucke mir danach die Sachen an, die irgendwie rausgeschnitten wurden. Oder so, ja, genau. Oder im Video, genau. Das ist ja egal. Wie gesagt, Hauptsache, musst du mal gesehen haben. Ja. Und beim Hobbit ist es ja dann schon wieder so, dass viele sagen, ein bisschen langweilig, ne? Naja, es ist halt für die Herr der Ringe-Fans, für die Großen, die erwarten riesige Sachen. Und natürlich ist es nicht so gut wie damals die Herr der Ringe-Filme. Ich, wie gesagt, sage, es ist nicht schlecht. Ich sage, es ist wirklich... Es sind gute Filme, natürlich, aber nicht so gut wie Herr der Ringe damals. Das ist der Unterschied. Aber es lohnt sich trotzdem, die wirklich einmal alle zu sehen, mindestens. Würde ich auf jeden Fall sagen. Hobbit ist wahrscheinlich auch von der Handlung einfach ruhiger, oder? Da gibt es halt nicht so viele Schlachten. So stelle ich mir das vor. Genau, das ist ja die Vorgeschichte von Herr der Ringe halt. Genau. Ja. So ein bisschen. Dadurch ist es wahrscheinlich auch einfach entspannter, oder? Ja. Es ist wirklich einfach ein bisschen, genau, entspannter, chilliger, wie auch immer. Genau. Ja. Nee, ich freue mich jetzt. Ich glaube jetzt, ich gehe am Samstag, mal wieder feiern. Ich gehe nicht mehr so oft wie früher. Das heißt, am Sonntag werde ich auskatern. Und das ist dann der perfekte Moment, sich so einen 3-Stunden-Schinken so nebenbei im Bett anzugucken. Ich glaube, dann mache ich den zweiten Part mache ich am Sonntag. Ich habe es jetzt mal auf der Liste. Ich hoffe, ich bin fit genug, um das zu machen, aber ich denke schon. Ja, nee, auf jeden Fall macht das. Das ist sehr, sehr empfehlenswert, ja. Genau. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit haben wir vorhin schon von den Gothic-Spielen schon besprochen, oder? Haben wir eigentlich schon so angestoßen? Oder? Ja, schon. War jetzt so ein bisschen mit drin, ne? Ja, also genau. Dass die Welt so ein bisschen ist wie unsere Welt, das macht sie ja auch also sie ist auch glaubwürdig wie unsere. Die Dialoge werden ja oft genannt. Und die Übergänge sind nicht so wie in Minecraft, so ein Übergang instant, das ist schon Wüste oder sowas zum Beispiel. Die Übergänge sind halt sehr schön weich gemacht, sozusagen, finde ich.
Ja, und Ja. gerade in Gothic 1, ich überlege gerade, da kennst du dich jetzt schon wieder besser aus, da ist es ja auch gar nicht so, dass da so viele verschiedene Biome aneinander geschmissen werden, man von Wüste in Schneeland Ja. geht, sondern das ist auch sehr einheitlich. Ja. Und das finde ich auch schön, weil die meisten offenen Welten wollen da, oder oft wollen die auch so ein bisschen zu viel. Und dann ist man da auf einmal in der Wüste und gefühlt 5 Minuten später auf einem Berggipfel, keine Ahnung, bei minus 30 Grad. Ja, das stimmt. Und Gothic Das ist ist da wirklich sehr so. so, passt irgendwie. Bei Gothic 2 gibt es dann auch irgendwann hinten raus verschiedene Sachen, aber die kamen auch eher mit der Verlängerung, oder? Ich weiß gerade nicht. Nee, Schnee gab es wahrscheinlich dann auch. Schnee Im gab es ja normalen Gothic im Minental 2. dann. In Gothic Genau, 2. dann im Minental, Ja, aber das passte auch, finde ich. ja, ja. Und Man Jagdhändler weiß ist ja dann so ein bisschen warum. was Tropisches. Genau, das ist so Ja, wie so ein Dschungel so ein bisschen, ja. Ja, und das mochte ich auch. Und das passt Ja. dann auch mit dem Sumpf und dem Strand. Das hat sich auch gut gefügt. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch, in die Gothic-Welten sind ja auch so ein bisschen goldiger irgendwie. Und ich finde es, oder ich mag das sehr gerne, dass man sich in den Welten schnell zurechtfindet. Und dass man, ohne dass man auf eine Karte gucken muss, relativ schnell weiß, auch beim ersten Durchspielen sogar irgendwann, wenn ich hier lang vorbeigehe, dann komme ich irgendwie dahin und man kann sich orientieren und zurechtfinden, was einen ja auch so manchmal so ein bisschen stolz machen kann. Dass man halt so eine Welt überblickt und so sein eigener Herr ist, letzten Endes. Und das mag ich irgendwie. Dass ich aber auch selbst natürlich gucken muss, wo ich bin. Weil ich nicht die ganze Zeit abgelenkt werde oder weil ich weiß, es ist ja wie mit einem Handy durch die Stadt zu laufen, wo man halt Maps drauf hat. Man ist irgendwo, muss irgendwo hin und läuft nur dem blauen Strich nach. Dann kannst du mich eine Woche später an der gleichen Stelle absetzen und ich laufe wieder ins Nichts, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Und in Gothic ist man ja alleine dadurch, dass es keine Minimap gibt, dazu gezwungen, aufmerksam zu sein. Und so wie man dann halt irgendwie so eine Stadt in Wirklichkeit anders durchschreitet, wenn man sich zurechtfinden muss, ist es in der offenen Welt auch. Und deswegen mag ich die sehr gerne. Die Welten von Gothic 1 und 2 vor allem, ja. Ja, da tut man sich einfach einen eigenen Weg bilden. Man weiß, wo man hin wollte, man weiß, wo man schon war. Man merkt sich halt die Wege, wo es was hingeht. Und dann sagt der Lester das zum Beispiel und dann so, ach, das war ja da kann ich ja hin, da muss ich jetzt hin oder was auch immer. Wie gesagt, du erinnerst dich dann auch an die Sachen. Du kannst nur auf diese Papiermap gucken und dann siehst du, ja, okay, in etwa bin ich da, aber du musst halt trotzdem wissen, wie du das dann machst am Ende. Genau, und ich mag auch so dieses Game Design, dass man dann halt auch alles danach ausrichtet, dass man dann auch sagt, gut, die Leute geben dann Tipps in den Dialogen und so. In modernen Spielen wird ganz oft jetzt damit geworben. Also es gibt ja schon so ein bisschen den Zeitgeist, habe ich das Gefühl, dass die Spiele wieder weg von dieser Map wollen. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Aber viele Spiele sagen halt auch, ja, du kannst ja optional ausstellen, die Map. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Assassin's Creed, die modernen, kannst du dann halt die Map ausstellen. Aber was hilft mir das? Weil es sagt ja in den Gesprächen keiner, wo ich hinlaufen muss. Also, ja, ich weiß. Ich verstehe nicht, wieso es diese Funktionen gibt bei manchen Spielen. Du weißt gar nicht, es sieht alles gleich aus und du musst dann steht da, lauf zu dem, keine Ahnung, Denkmal. Und ich so, ja, woher soll ich wissen, in welche Richtung? Muss ich jetzt da lang? Assassin's Creed ist so riesig, zum Beispiel. Genau, ja. Und das ganze Spiel ist nicht dann so gebaut, dass es Sinn macht, die Karte auszustellen. So, dann bist du automatisch verloren einfach. Ja, oder zumindest so eine Map wie bei Gothic, dann, damit man sie aufmacht und sagen so, ja, okay, vielleicht. Dann kann man vielleicht cool. sich ansehen, ja. Dann weiß man, wo man hin kann. Ja, und das ist ja bei Gothic so generell so, dass alles durchdacht ist. Dass alles irgendwie Sinn macht. Auch das Questbuch ist ja im Grunde ein Tagebuch. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass der dann immer ein Buch rausholt und dann da drin rumschreibt oder so. Und man könnte das wahrscheinlich, und ich hoffe, das wird im Remake auch so sein, noch immersiver machen, dass das dann auch wirklich ein Buch ist. Also ich stelle mir das beim Remake so vor, so dass rausholen, man seine muss nicht mal sein, aber dass es zumindest kein quadratisches Fenster mit Schriftzeichen ist, sondern dass es dann ein Buch sein wird. So, ich glaube auch irgendwie im Gothic Remake, dass dann das Questlog wahrscheinlich ein Buch ist. Weil es ja einfach auch ein Tagebuch ist. Das wäre richtig cool, ja. Und Gothic bemüht sich ja sehr darum, dass alles natürlich wirkt und nicht irgendwie so, als wenn man in einem Computer spielt, sondern dass es wirklich so sein könnte. Und ich finde diesen Ansatz, den sollten viele Spiele verfolgen, einfach zu sagen so, man lässt die Leute jetzt in diese Welt hinaus. Diese Welt
wird keine Minimap oder sowas haben und man designt alles darum, dass der Mensch sich in dieser zurechtfinden muss ohne Hilfsmittel. Also in neuen Spielen kommst du ja rein und du weißt sofort überall, wo du hingehen musst. Und das, weiß nicht, das lässt einen ja auch in den Dialogen anders wahrnehmen. Also wenn ich jetzt Gothic spiele und es kommt ein Dialog und jemand redet über irgendeinen Ort, dann ist das gleich ein Moment, wo meine Ohren sich aufstellen, weil ich denke, der erzählt von irgendwas und dann sagt er vielleicht noch hinter dem Berg, bla 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 und dann weiß ich sofort, das kann ich mir merken, dann kann ich diesen Berg irgendwie besteigen und da hinlaufen und dann komme ich irgendwo hin, wo es cool ist. Und das finde ich schön, dass man aufmerksam sein muss. Ja, das finde ich auch sehr schön. Du hast ja nur The Witcher 1 gespielt oder auch irgendeinen anderen Teil schon? Zweiten noch tatsächlich, vor kurzem auch. Den zweiten Teil, da findet man ja sich auch gut zurecht, oder nicht? Finde ich jetzt mal ohne Map so ein bisschen, oder? Oder wie fandest du das? Ja, ist auch überschaubar, dadurch, dass es so verschiedene Areale auch sind. Man wechselt ja öfter mal die Orte. Aber ich fand die Welt lang nicht so gut wie die von Gothic. Naja, ich auch nicht. Aber in Witcher 3 ist halt viel zu groß zum Beispiel. In Witcher 3 war es viel zu groß. Witcher 3 habe ich noch nicht gespielt. Ja, genau. Aber da ist es so viel zu groß. Da würde ich ohne Map nicht auskommen, zum Beispiel. Überhaupt nicht. Das ist halt, was mich ein bisschen wahrscheinlich trotzdem ein gutes Spiel, oder? Ja, sehr gutes Spiel, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, aber riesig, wirklich riesig. Da freue ich mich auch drauf. Das ist auch so für die nächsten Monate auf meiner Liste. Witcher 3 ist ja schon für viele das beste RPG aller Zeiten und so. Und deswegen habe ich da auch richtig Lust drauf, das zu spielen und dann auch zu besprechen. Und ich muss auch sagen, Teil 1 und 2 haben mir schon Spaß gemacht. Also ich muss sogar sagen, glaube ich, das ist auch vielleicht ein bisschen unpopuläre Meinung, ich glaube, Teil 1 hat mir ein bisschen besser gefallen als Teil 2, aber ich fand beide insgesamt okay. Bis gut, also weil halt einfach das Universum auch spannend ist, muss ich sagen. Also ich finde, auch Geralt ist ein richtig cooler Charakter, den es so auf die Weise eigentlich auch kaum gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, der Elex-Charakter versucht so zu sein wie Geralt, aber scheitert. Ist auch so ein bisschen so gefühlskalt und redet so eintönig und so, aber ist halt einfach ziemlich lahme Wurst. Also so den Charakter von Elex. Na gut, er wird auch erklärt, ja, warum er gefühlskalt ist, das weiß man. Genau, er gibt ja absolut Sinn und so, ja, voll. Aber ich finde ihn nicht so interessant. So Geralt finde ich interessant. Ja, Geralt ist wirklich interessant. Genau. Ach so, ja, wie fandest du die Witcher-Serie? Hast du nie gesehen? Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich bin echt, ich bin auch bei sowas, ich gucke gar nicht so viele Serien und Filme. Das ist auch sowas, hatte ich mir jetzt auch vorgenommen zu sehen. Ich habe jetzt neulich diesen ersten Film gesehen. Also nicht den ersten, sondern also ein Zeichentrickfilm, der spielt ganz weit vorne. Kindheit von Wesemir oder so. Also so, genau, das habe ich mir auch Chronologie vom Witcher ist das ganz vorne. Und da hatte ich so diesen manischen Einfall, irgendwann mal zu sagen, ich gucke jetzt die ganze Witcher-Chronologie von vorne durch, ja. Ich gucke jetzt alles, lese alles und bin dann der Master im Witcher-Universum. Und dann habe ich mir so diesen ersten Film angeguckt, habe mir ein paar Bücher gekauft und bin dann aber so, zumindest was die Filme angeht, dann nach dem ersten Film stehen geblieben, obwohl ich den super fand. Also ich fand für einen Zeichentrickfilm super blutig, super gut gemacht, super schön gezeichnet auch. Und es war so ein richtiger Zeichentrickfilm für Erwachsene. Hat mich abgeholt eigentlich, aber ich habe dann auch immer Angst, so eine Serie, dann denke ich schon wieder, oh fuck, 30 Stunden oder so oder noch mehr. Und man weiß ja auch nicht, woher man die Zeit nehmen soll manchmal. Ja, das kenne ich ja auch. Zu gucken und zu machen. Und ich habe auch noch ein Kind. Und das ist dann schon immer so eine Abwägungssache. Gerade wenn man auch Content erstellt, ist es dann auch etwas, wo sehr viel Zeit reinfließt und so weiter. Aber steht auch auf der Liste, wie die Herr der Ringe-Filme eben auch. So ein klares, auch einfach jetzt so für die Content-Arbeit. Ich finde auch so ein bisschen Allgemeinwissen. Deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das gucken zu wollen. Ich fand den Witcher-Film auch da gut, den du jetzt gerade meinst. Aber ich habe voll oft gehört, dass viele Kritiker den wirklich gehasst haben. Aber ich fand ihn eigentlich schon ganz gut, bin ich auch ganz ehrlich darüber. Der kam irgendwann zwischen den Serien raus damals. Und dann habe ich mir den auch angesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der so wegkam. Ich bin auch so in der Witcher-Community zum Beispiel gar nicht drin. Ich weiß nicht, ob er da gut wegkam.
Aber jetzt so rein von meinem Standpunkt aus muss ich sagen, dass er mir gut gefallen hat. Vor allem halt auch handwerklich und die Geschichte war halt solide. Aber ich habe den vor allem geguckt, weil ich fand, der sah geil aus. Das hat es für mich ausgemacht und das hat den Film auch getragen. Der war auch nicht lang. Also, weiß nicht, 80 Minuten oder so gefühlt. Ja. Das war okay. Ja, das würde ich empfehlen an dieser Stelle. Wir sind ja hier in der Öffentlichkeit. Ja. Schaut gerne diesen Film. Es lohnt sich. Auch meine Meinung, da teile ich die komplett. Das ist wirklich so. Sehr gut. Ja. Genau. So. Ja, nächster Punkt wäre Kampfsystem von den Gothic-Teilen jetzt erstmal. Komplizierte Geschichte. Ja. Aber auch eine spannende Geschichte. Ich würde wetten, ich habe meine eigenen Tests von Gothic 1 und 2 nicht mehr geguckt. Ich würde wetten, ich habe das Kampfsystem damals kritisiert. Ich bin mir nicht sicher, aber bestimmt habe ich das getan. Und heute würde ich sagen, ich mag's. Das ist irgendwie komisch, ne? Es ist sehr speziell. Aber ich habe jetzt so über die Zeit mit den ganzen Mods, die ich noch spiele, wirklich das Gefühl, Fortschritt zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel Kontrolle im Kampf habe. Die Eingaben, die man gibt, werden sehr direkt umgesetzt mit dem Links-Rechts schlagen, nach vorne schlagen, zurückspringen. Rückwärts laufen. Ja. Und es ist einfach unglaublich direkt. Und dadurch wirkt es und auch unglaublich erstmal bodenständig, sind wir auch wieder bei dem Wort. Zum einen, weil man am Anfang sowieso vom ersten Teil dann kämpft wie ein Idiot, weil man die Hacke nicht richtig halten kann oder das Schwert. Oder die Fleischschwanze nicht trifft. Erst so ein bisschen und sich dann erst so ein bisschen reinfuchst. Das ist ja auch spannend. Das könntest du ja auch, jetzt muss ich noch mal kurz wegspringen von dem Thema, aber das könntest du ja auch heute fast nicht mehr bringen. Du gibst den Leuten ein Spiel, heute, ich glaube, so ein Game Design-Ansatz oder wenn man ein Spiel entwickelt, ist ein Ansatz, in den ersten 30 Minuten muss das Spiel knallen. Sonst, gerade heute mit Game Pass und so, sonst schalten die Leute wieder aus. Und bei Gothic fängt man das Spiel an, stell dir vor, es ist der erste Teil einer Reihe, die Leute wissen nicht, was du da machst und dein Charakter kämpft wie ein Idiot. Ja, das ist ja sowas, da wird heute jeder Publisher sagen, ey, das können wir auf keinen Fall machen, die Leute schalten nach einer Stunde wieder aus, weil der kann ja nicht mal eine Pickaxe irgendwie, ich komme nicht aufs Wort, er kann auf jeden Fall nicht mal so eine Hacke. Spitzhacke. Danke, der kann nicht immer eine Spitzhacke richtig halten. Und das ist ja auch total mutig, ne? Auch generell dieser Weg bei Gothic, der Anfang ist eigentlich das Schwerste. Das Spiel wird ja immer leichter. Und so diese Überforderung zu beginnen, plus die hakeligen Kämpfe, ist schon mutig. Aber Kampfsystem, ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt, wie gesagt, durch diese Mods einfach das Gefühl, dass es fair ist. Ne? Und es ist sehr einmalig auch. Also wenn man Gothic spielt, dann kämpft man nur in Gothic so. Und ich bin irgendwie ganz froh darüber, dass ich mich da nicht hin und her rolle. Dann gibt es eine Blockentaste und eine festen Schlag, normalen Schlag-Taste. Und so dieses schrullige, eigenartige, aber auch einzigartige habe ich inzwischen total lieben gelernt. Und ich würde sagen, das Gothic-Kampfsystem ist gar nicht so schlecht, wie man im ersten Moment denkt. Ist nur gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Voll. Und ich hoffe im Gothic Remake, dass sie das auch irgendwie auch mit den Gamepads gut hinkriegen, dass das auch sehr direkt wird von seinen Eingaben. Ne? Wenn man zum Beispiel den rechten Stick nach links oder rechts macht, dann schwingt das Schwert. Und ich glaube, das ist auch so das größte Thema. Ich glaube, beim Kampfsystem kannst du es verkacken. Aber der Switch-Edition hat man es ja hingekriegt, dass es gut funktioniert. Nur die Bogenschießen hat mir nicht gefallen. Aber sagen wir so, das normale Zweihandkämpfen, Einhandkämpfen hat mir schon gefallen dort. Nur das Bogenschießen war blöd. Genau das, was ich gemacht habe, diesen Geschicklichkeitsrun, natürlich mit Bogen und so, natürlich, dann kriege ich das direkt mit dem nervigen Schießen. Weil manchmal hast du nicht geschossen, weil du zu kurz gehalten hast und dann bleibt er stehen und dann so, oh, scheiße, der Gegner kommt schon, ich bin gleich tot. Und so weiter. Aber es ging mit den Pads ging es gut, sage ich mal, das Schwert zu schwingen und so. Genau. Ja, da habe ich so eine Hoffnung, dass sie da ein ganz kreatives Kampfsystem erfinden, das ganz anders ist als die man so kennt. Aber wie gesagt, ist auch also man kämpft ja schon viel in so einem Spiel. Wenn das halt Kacke ist, ist auch schon viel Spaß verloren. Ich hoffe sehr, dass sie es nicht verkacken. So. Ich hoffe, die machen es einfach irgendwie ähnlich, aber in besser sozusagen oder sowas. Oder in neuer. Ja. Genau, ja.
Du hast ja vorhin Ja, erwähnt wenn mit das dem. geht, sollen sie das unbedingt so machen. Ja. Und Du hast ja gerade eben hab erwähnt auch mit dem Stimmen- am Anfang des Spiels, dass man nichts kann, sozusagen, ja. Manche Das Spiele ist haben es ja so wichtig, ja. gemacht, dass man am Anfang irgendwie zum Beispiel irgendwie in der Zukunft ist, wo er dann so richtig geile Moves drauf hat. Oder dass er halt am Anfang stark ist und dann schwächer gemacht wird. Ich glaube, bei God of War oder so war das auch so. Zum Ja, Beispiel, stimmt, stimmt. Ja. Und so machen die es Ich ja auch glaub, manchmal das- so. Und dann so, oh, das will ich erreichen. Ich will irgendwann mal so stark sein und alles so machen können. So machen ja auch viele Entwickler. Ich glaube, so. Risen 2 war auch so. Risen 2 oder Risen 3? Eins von beiden. Nee, Risen 3, das mich so aufgeregt hat. Da ist man am Anfang auch noch stark. Und dann wird man von irgendeinem Dämon oder von irgendeinem Ja, der dich dann Unterweltbösewicht deine Seele rausnimmt und so. quasi Ja. getötet, wird begraben und dann fängt man bei Null an. Aber man hat am Anfang schon mal gezeigt bekommen, wie es ist, stark zu sein. Und das ist ja genau der Punkt. Man ist erstmal mächtig. Das ist nämlich neues Game Design. Ne? Die ersten 30 Minuten, da müssen die Leute schon mal sich cool fühlen. Sie dürfen nicht überfordert werden. Und das macht das Spiel so viel schlechter. Die ersten 30 Minuten von Risen 3 sind die beschissensten 30 Minuten. Also, ich hab's so gehasst. Ich find's ganz schlimm. Oh, ich fand aber auch ganz schlimm diese Designentscheidung, dass Patty plötzlich eine riesige Brustvergrößerung bekommen hat da in dem dritten Teil. Macht alles keinen Sinn. Das einfach, ist schrecklich. Was hat Ja, was ist denn das? Haben die da irgendwie so Schönheitschirurgen in der Risen-Welt oder was? Ich weiß doch nicht mal, warum das so ist. Das war so übertrieben aufgesetzt. Das habe ich überhaupt Ja. nicht verstanden damals. Das hat dann halt auch irgendwie nicht zu der gepasst, die man kannte. Und Ja. zu der hat man ja in Risen 2 durchaus auch ein bisschen Bindung aufgebaut. Die war ja immer auf dem Schiff und so. Und wenn die dann halt einfach auch komplett anders aussieht, denkt man sich auch, hä? Und vor allem ist ja auch noch dieselbe Engine. Kann man ja, Ja. bei Gothic 3 kann man ja wenigstens noch irgendwie sagen, gut, ist ein Engine-Wechsel, vielleicht haben sie es nicht hingekriegt, die Gesichter mit einer viel höheren Auflösung gescheit darzustellen, zu malen. Entschuldigt es auch nicht, also ich finde jetzt auch die Gothic 3 Gesichter schwierig, aber bei Risen 3 fand ich es noch unverständlicher. Oder auch, dass man auf einmal den Bruder von ihr spielt und nicht mehr den Typen von Teil 2, habe ich auch nicht verstanden. Schwieriges Spiel, Risen 3. Ah ja, bei Gothic 3 hat ja auch Ralf erwähnt, dass sie ja gesagt haben, ja, wir konnten das mit den Haaren und so nicht so und so weiter und so fort. Dann hat er gesagt, wir haben dann auf jede Haare draufgezeichnet und dann sahen alle fast gefühlt gleich aus von den Haaren her und so weiter von Gothic 3, hat er gesagt. Weil sie es mit der Technik nicht hingekriegt haben damals auf die Schnelle, sozusagen. Die hatten ja auch gar keine Zeit. Ja. Das ist ja auch sowas, Ja. dass man auch gar nicht wusste. Also ich habe mal gehört über Gothic 3, finde ich auch sehr spannend, bei dem Thema Frauen, dass man lange gar nicht wusste, ob man rechtzeitig gute Frauenmodelle hinbekommt. Und dadurch wusste man auch nicht, ob es überhaupt Frauen geben wird. Also die Dialogschreiber und Questschreiber wussten das nicht. Dementsprechend haben sie keine Quests für Frauen geschrieben. Und daher gibt es im Grunde bei Gothic 3 wenige Quests mit Frauen und generell auch wenig Frauen. Viel weniger, als es ja in der Welt Sinn machen würde, die ja eine normale Welt ist, wo 50-50 eigentlich In erwartet Gothic 2 gab es ja werden genug, würde. würde ich mal sagen, jetzt zum Beispiel. Ja, Gothic 1 macht es ja einfach Sinn, dass Ja, weil Keine die werden ja Frauen. nur reingeworfen, sind im Prinzip nur halt Waren für die ganzen Barone und alles, was auch immer. genau, Die das werden ja macht nicht dann einfach so reingeworfen, ja. das macht ja irgendwie so in sich alles noch Sinn. Aber Gothic 3, ja, ist wieder das Thema Zeit. Da hat es echt einfach zu viel gefehlt. Und da sind wir dann wieder beim Thema Remake, Gothic 3. Das wäre so mega. Würde mich echt freuen. Was ich mich immer gefragt habe, wie wäre Gothic 3 geworden, wenn sie genug Zeit gehabt hätten? Das hätte mich so interessiert. Und wie wäre die Geschichte dann geworden? Weil die Geschichte, wie gesagt, egal welches Ende, ich finde keins der Enden befriedigend von Gothic 3, ehrlich gesagt. Finde ich alles Ja. nicht gut. Ich habe die jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Also ich weiß jetzt nur, dass man halt bei dem offiziellen Ende, Kanon-Ende, wo ja auch Maiko gesagt, das ist das offizielle Ende, das Adanos-Ende, geht man mit Xardas in irgendeinem Portal, ne? Und dann ist man in einer Parallelwelt. Oder Was so. weiß ich, ja. Ja, Oder, alles wie gesagt, schöner manche ist. sagen auch, manche Entwickler haben gesagt, ja, die werden beide zu Göttern jetzt. Und dies und das, ja, das ist halt wirklich. Ja, da werden zu ja. Göttern. Ja. Ich weiß nicht, ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, ob man bei Gothic 3 dachte, es kommt ein Gothic 4 und wie es hätte weitergehen können. Oder ob es klar war, das ist irgendwie ein Abschluss. Dafür wäre es aber ein bisschen dünn hinten raus. Ja, das Aber wäre es wirklich könnte auch dumm, wieder ja. die Zeit sein. Ja. Aber genau, das ist ja das Schöne jetzt bei Gothic 3, wenn es da zu einem Remake käme. Man hätte auch auf der Story-Seite total viel Platz, wo gute Leute sich austoben könnten. Gothic 1 und 2 musst du ja mehr oder weniger nachbauen, auch von der Geschichte. Kannst dann vielleicht ein paar Nebenquests dazu machen und so. Ja, die wollen ja das mit Neck zum Beispiel, wollen die es ja ändern, dass das jetzt Sinn macht,
Warum dein Gardist gegen Moleratz stirbt. Es gab ja so irgendjemand, so ein Gothic-YouTuber, der so ein Video gemacht, hat sich in Neck verwandelt und geguckt. Die Molerats machen denen gefühlt gar keinen Schaden. Ich glaube 500 Hits oder so, bis der tot ist oder sowas in der Art. Und solche Sachen. Und wie kann es sein, dass er keine Waffe hatte? Oder wenn er eine Waffe hatte, wo ist die? Und alles. Und dann, ja, die wollen ja da wirklich eine Geschichte dahinter wenigstens machen mit Neck zum Beispiel jetzt. In Gothic 1, dann im Remake. Ja. Ich glaube, sowas kann man gut machen. So Logiklücken stopfen. Gibt es ja auch ein paar in Gothic 1. Ja. Aber da kennt ihr euch besser aus, so als Altspieler. Nee, natürlich, alles gut. Genau. Nee, wie gesagt. Okay. Der Schwierigkeitsgrad. Gothic 1 bis 3. Ja. Ich kann es schwierig neutral beurteilen, weil ich hatte ja immer ein bisschen Hilfe. Ich habe ja diese Tagebücher gemacht und dann haben die Leute kommentiert und dann habe ich das nächste Tagebucheintrag gemacht und ich habe auch nicht vorgespielt. Das heißt, ich musste nie so selbst schwimmen. Und es gab natürlich immer Leute, die Tipps gegeben haben. Dadurch war ich auch so, was das Spielen angeht, immer ein bisschen gespoilert und wusste, was jetzt ungefähr gut ist, was man nicht machen sollte. Daher würde ich sagen, kann ich es nicht so gut neutral beurteilen. Aber natürlich ist, glaube ich, also die Nacht des Raben, oder? Ist schon am schwersten. Und hätte ich da jetzt auch nicht den Rat bekommen, zu Beginn sehr geradlinig zu skillen, wäre ich da auch untergegangen. In Gothic 1 habe ich schon noch ein bisschen mal hier, mal da geskillt und in Gothic 2 habe ich wirklich dann noch auf den Ratschlag gehört und von Beginn an alles in Einhandkampf und Stärke gesteckt und bin dann damit auch gut gefahren. Aber gleichzeitig haben wir wieder den Fall, ich wurde besser im Kämpfen. Es hat sich jetzt nie viel schwerer angefühlt als Gothic 1, obwohl es das viel schwerere Spiel ist. Gothic 3 wurde ich Magier tatsächlich. Dementsprechend wurde das ab einem gewissen Feuerball-Moment zum Selbstläufer. Wenn man gewisse Magiestärke hat und Feuerbälle wirken kann, dann geht man da durch die Welt wie der Schlachter durch den Kühlraum irgendwie. Also es ist dann einfach nur tak, 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 tak. Aber da hat mir das Kämpfen auch wirklich gar keinen Spaß gemacht. Ich finde das Nahkampfsystem von Gothic 3 furchtbar. Ich glaube, das führte mich dann auch zur Magie. Aber Schwierigkeitsgrad Gothic 2, ich würde auch niemandem empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ich will Gothic spielen, bin ich ein bisschen in so einem Zwiespalt. Ich würde eigentlich sagen, ja, Gothic 1 sollte man spielen, man sollte auch damit anfangen, wenn man hart im Nehmen ist, aber wenn man jemanden Gothic schmackhaft machen wollen würde, der eher skeptisch ist, würde ich eigentlich sagen, spiel Gothic 2, weil es das bessere, rundere Spiel ist und man eher davon angefixt wird. Aber dann wahrscheinlich ohne Verlängerung, würde ich sagen, weil sonst geht man auch da unter. Ja, weil man das auf die Fresse kriegt, sozusagen, richtig hart dann. Voll. Ich glaube, als weil man sich ja verschieden durchskillt dann zum Beispiel. Ja, genau. Voll. Ja. Da kannst du ich hatte ja damals, ich habe ja damals zuerst Gothic 2 gespielt, wie ich es ja schon gesagt habe vorhin. Ja, und dann habe ich Gothic 2 Nacht des Raben gespielt. Am Anfang so ganz normal geskillt und dann so, oh, warte mal, das kostet jetzt mehr Lernpunkte? Und dann so, oh, warte. Okay, ich fange jetzt an, nur in eine Richtung zu skillen. Ich glaube nicht, dass ich mit der XP hinkomme dann am Ende. Wenn ich jetzt weiter verschiedene Sachen skill. Ich habe erst Geschicklichkeit und Stärke und dann so, oh, war ja ab 30. Oh, okay. 2. Und dann dachte ich so, vielleicht ist das jetzt das Ende. Und dann so, oh, 3 sogar schon. Und dann, okay, ich sollte aufpassen. Hab da schon ein paar von den Getränken getrunken und so weiter und so fort. Und dann so, okay, ich sollte erst später die Tränke auch trinken. Und jetzt bei jedem Durchspielen optimiere ich das immer. Und mache das erst ab 5 Lernpunkten dann oder so, zum Beispiel. Das kann aber auch ja was Gutes haben, finde ich, wenn man halt so ein bisschen schlecht skillt, dann muss man ja später, um weiterzukommen, vielleicht auch verrückte Dinge probieren. Und das finde ich dann manchmal ganz cool. Diesen Moment, wo man merkt, man ist eigentlich viel zu schwach, aber man muss jetzt weiter. Dann guckt man mal so ins Inventar und auf einmal findet man Spruchrollen, die man nie beachtet hat. Man denkt sich, okay, kann ich den schrumpfen? Oder was ist denn das hier? Verwandle ich mich mal in ein irgendwas und so. Das kann dann ja auch so eine schöne Art kreativ machen. Das finde ich dann wiederum ganz cool. Aber halt nur, wenn man noch irgendwie weiterkommt. Das kann ja schon auch, glaube ich, bei Die Nacht des Raben sein, dass man hängt einfach. Wenn man jetzt wirklich als Idiot 50-50 Geschicklichkeit, Stärke skillt, dann wird man wahrscheinlich als normal spielender Mensch, der nicht super gut im Kampf ist, irgendwann gegen Wände untergehen. Ja. Aber zum Beispiel bei der Gothic 1 Switch Edition gab es auch am Anfang Gothic 1 ein Problem beim Ende des Spiels. Da waren diese ganzen Templer und alles.
du weißt doch am Ende beim Schläfer, die Templer, Korkalom und alles. Ja. So. Ja, das war einfach, die waren so stark am Anfang der Edition und ich habe es auch damit durchgespielt. Die waren so stark. Ich habe dann irgendwie alle meine Dämonenspruchrollen, alle meine Skelettarmee-Spruchrollen da ausgeführt. Und dann gab es auch nur den Bug, dass die keinen Schaden denen dort gemacht haben. Und dann habe ich die im Prinzip eher als Ablenkung benutzt, weil ich die alleine nicht besiegen konnte. Die haben mich mit 3 Attacken getötet dann. Obwohl ich die Erzrüstung hatte, Orizier und alles. Ich war mit 3 Attacken tot von denen. Von den ganz normalen nackten Templern da so. Und ich habe die ganzen Dinger beschworen, gehofft, oh, jetzt mache ich die fertig. Und dann, nee, die machen ihnen keinen Schaden. Dann habe ich sie die ganze Zeit, die beschworen, sie angreifen lassen. Dann habe ich die dann so einzeln hergelockt, getötet. Manche sind in die Lava gefallen und so. Stimmt, das war auch, man kann die da auch so ein bisschen in die Lava locken, stimmt. Ja, aber die sterben auch nicht in der Lava unten, weil den Bug hatte ich auch. Die sind ja unverwundbar. Du kannst sie nur mit Urizil töten, dann so in dem Bug, wegen den Bugs dort. Okay. Scheiße. Und eigentlich muss es mit Zaubern auch gehen. Aber ich hatte auch, ich habe noch einen Bug entdeckt. Bei der Switch Edition, den ich komisch fand. Ich hätte das Spiel schon vorher durchspielen können. Also, ja, theoretisch hätte ich das Spiel vorher durchspielen können, weil dieser untote Schamane, der am Ende ja unbesiegbar ist, ja? Du weißt doch, der eine, wo man ohne Urizil nicht töten kann. Ich habe Untote vernichten auf den gemacht aus Spaß und der ist dann gestorben. Sofort, bevor ich überhaupt die Sachen geholt habe, die ich eigentlich hätte machen müssen. Und ich so, ja gut, das war jetzt nicht der Plan. Ich hätte weitergehen können, aber ich wollte das Spiel normal weiter durchspielen. Aber Untote vernichten aber hast du es am Ende durchbekommen? Hast du die Templer und den Schläfer besiegt? Genau, ich habe gesagt, mit Locken, mit Töten einzeln, manche in die Lava fallen, dann habe ich den Schläfer noch besiegen können. Die Dämonen waren auch übelst stark. Es ist so, als ob die es extra stärker gemacht haben und am Ende wurde es ja gepatcht, dass es wie beim normalen Gothic 1 war. Aber das war wirklich richtig schwer. Aber ich habe es noch so durchgespielt. Hätte man ja denken können, die wollen irgendwie so wie bei Gothic 2 die Nacht des Raben den Schwierigkeitsgrad anheben. Ja, der Rest kommt fast gleich. Ein paar Sachen ein bisschen schwerer, manche nicht, aber das war wirklich viel schwerer. Viel stärker. Jeder scheiß Templer war stärker. Das war wirklich schlimm. Ja, krass. Aber genau das war das mit dem, was du gesagt hast. Man findet dann irgendwie komische Wege, das zu schaffen, wie mit den ganzen Dämonenbeschwören von mir und so weiter und so fort zum Beispiel. Ja, genau, so Bugs können einen auch irgendwie kreativ machen. Wenn man irgendwie einen nicht auf herkömmliche Art und Weise besiegen kann, muss man sich was anderes überlegen. Ja. Und das mag ich manchmal auch. Manchmal mag ich es auch einfach auf der Couch zu sitzen und so ein leichtes Spiel zu spielen, aber manchmal finde ich es auch geil, irgendwas zu spielen, was mich aus der Komfortzone holt. Und da war Gothic eben auch sowas, auf jeden Fall. Ja, genau. Du weißt ja, dass ich Odyssey so komisch gespielt habe, obwohl ich in verschiedene Richtungen gehen muss bei dem Mod. So. Und da hatte ich ja dann auch so unkonventionelle Methoden gehabt. Und dann so, ach, ich kann die Quest nicht machen, ich kann diese Truhe nicht öffnen, weil ich musste dafür 200 Geschicklichkeit haben. Und ja, okay, und ich muss dieses zweite Schlösser knacken, das habe ich gelernt, aber ohne Geschicklichkeit bringt das nichts. Dann so, aber warte mal, dieser Typ hat doch diese Sache, die ich brauche. Dann habe ich den Typen rausgelockt, indem ich meine Waffe gezogen habe, der mich irgendwann angegriffen hat, habe ich ihn aus der Stadt gelockt, ihn dann außerhalb der Stadt getötet, dann ist es abgenommen sozusagen zum Beispiel oder so. Weil wenn ich ihn in der Stadt getötet hätte oder ihn wo ich schlagen, hätten mich alle Orks und alles angegriffen. Das heißt, ich musste irgendwie so komische Wege finden, irgendwas zu machen. Und das war wirklich so, immer wieder musste ich irgendwelche komischen Wege für irgendwas finden, weil es nicht anders ging. Oder ich habe aus Versehen die Orks in Gotha ausgelöscht. Und das hätte ich nicht machen dürfen vorher. Und dann musste ich einen riesen Weg finden, dann habe ich am Ende gesehen, dass es viele Leute sogar den Fehler gemacht haben, weil sie versehentlich, weil sie da nicht daran gedacht haben, dass man von hinten auch in Gotha rein kann. Weil von hinten ist keine Sperre, dass du dann zurückläufst. Du darfst noch nicht hin. Nur von vorne. Ich bin auch von hinten gekommen, stimmt, ja. Genau, und dann von hinten in Gotha rein und dann so, oh, jetzt habe ich alle getötet, jetzt kann ich die Quest nicht machen. Also in dem Mod da, ja. Zum Beispiel. Ach, ich hätte da noch gar nicht dürfen hin, aber die haben nicht erwartet, dass jemand schon am Anfang den kompletten Weg rundherum statt normal den Weg, den sie sich vorgesehen haben. Und weil ich alles erkundet habe zu 100% in der Mod dann. Schon wieder. Achso, du warst jetzt in der Mod. Ich dachte gerade bei Gotha in Gothic 3. Ja, aber nein, in Gothic 3 bin ich aber auch in Gotha nach hinten, ja, erst. Das ist schon richtig. Aber das ist halt auf Dauer, ist es dann natürlich, wenn es alles Bugs sind, dann macht es halt auf Dauer auch keinen Spaß. Dann ja eher Respekt, dass du es so lange durchgezogen hast. Hast du wahrscheinlich, hast du es so lange durchgezogen wegen Let's Play oder weil du wirklich Bock hattest? Ich wollte endlich dieses Ding durchspielen und nicht wieder von vorne anfangen. Weil ich dachte mir nur so, nee, jetzt habe ich das zweite Mal von vorne und jetzt sehe ich, dass ich diese ganzen anderen Stats noch brauche. Und dann habe ich gedacht, nee, ich finde irgendwie einen Weg. Und dann beim Bug gab es halt, wie gesagt, das haben auch andere Leute diesen Bug gehabt. Versehentlich, weil sie auch erkundet haben wie ich. Und dann habe ich gesehen, ja, nimm einfach diesen Scripting und aktivier, dass du die Quest machen kannst, auch ohne, dass du dahin musst, weil sonst ist blöd.
Du weißt trotzdem alles, weil du vorher alles erfahren hast von den anderen. Du könntest ja theoretisch auf jeden Fall die Quests, aber das haben sie nicht bedacht, die Entwickler so. Aber die Mod ist auch übertrieben riesig. Da kann ich auch verstehen, dass man nicht jeden Bug zu 100% ausmerzen kann. Immer. Weil es ja immer wieder irgendwelche anderen Sachen versehentlich getriggert werden. So wie bei mir zum Beispiel und ein paar anderen, ja. Genau. Könnte man eher die Frage stellen, ob es manchmal halt vielleicht auch cooler ist, so ein bisschen kleiner zu denken, ne? Als Modder. Dass man auch so mehr den Überblick behält und so. Mhm. Aber ich glaube auch Odyssey ist jetzt ansonsten, ist es nicht so bekannt dafür, oder? Dass das so krass abstürzt. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich beliebt. Nicht die Abstürze, dass sondern so eher die so Fehler hat, dass man Sachen nicht beenden kann, oder? Ja, das ist eher, wenn man das nicht genau weiß, weil viele haben die Tipps schon gehabt, ja, Skill alles gleich. Ich habe da nicht dran gedacht. Da stand nur so, am Anfang, um Ding zu werden, um dort in der Burg diese Prüfung zu beenden, brauchst du 30 Stärke, 30 Geschicklichkeit. Ja, okay, gut. Habe ich gemacht, habe ich bekommen und dies, das und fertig ging. Aber später hat man es dann nicht mehr gewusst. Dann in späteren Kapiteln stand irgendwann mal so, ja, vergiss nicht, noch Geschicklichkeit mitzuskillen. Und ich so, ja gut, ich habe jetzt schon alles auf Stärke geskillt, wie soll ich das denn jetzt machen? Das ist ja schon ein bisschen spät, mir das jetzt noch mal zu sagen. Und so viel XP zu farmen irgendwo dort ist schwer, wenn man schon so weit ist. Ja, absolut. Ja. Aber es hätte mich richtig aufgeregt. Das hat mich auch immer wieder aufgeregt. Ich habe wirklich so Situationen gehabt, so, oh Mann, nicht schon wieder. Immer wieder so die Aufnahme beendet. Und dann so geguckt mit Marvin Mod. Gibt's da wirklich noch nicht irgendwo eine Möglichkeit? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, habe ich nicht. Durch jedes Haus durchgegangen, nix, gar nichts. So. Das ist so. Mies. Und dann, ja. Und dann, weil ich eine Quest vorher nicht beenden konnte, war es so, dass in der Stadt ein paar Personen gefehlt haben. Das heißt, ich konnte die Stadt auch nicht befreien. Bei einer Quest zum Beispiel. Weil ich die Person nicht gefunden habe, weil ich ja vorher einen umgebracht habe, weil ich ja sonst nicht an die Quest beenden konnte, die Hauptquest weitermachen konnte. Die Städte befreien wäre jetzt nur ein bisschen extra Gold oder so, glaube ich, gewesen am Ende und XP, aber es war trotzdem ein bisschen schwerer dann. Viele Umwege musste ich machen, wirklich sehr viele Umwege. Klingt super anstrengend. Das klingt super anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Und genau, du musst ja nicht nur Stärke und Geschicklichkeit skillen, du musst auch noch Mana skillen, weil du später sonst mit dem Schwarzmagier-Ding nicht weiterkommst, weil du dann irgendwann diese Schwarzmagier-Robe haben musst und die kannst du nicht tragen ohne Mana. Obwohl ich nicht verstehe, warum man eine Robe einfach nicht tragen kann ohne Mana. Zum Beispiel. Das stimmt. Das ist ein Vielleicht bisschen ist sie so. Magisch oder so. Ja, die explodiert oder so, die, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, magische Erzexplosion oder so, was weiß ich. Nee, wie gesagt, das war ein bisschen. Aber ich habe es durchgehalten und wenn ich diesen Bug endlich dann behoben habe, dass es abstürzt, dann werde ich es auch fertig durchspielen endlich. Und ich habe auch bemerkt, ich habe ein Let's Play von jemand angeschaut, dass ich anscheinend auch theoretisch noch mehr hätte machen können, was ich halt nicht konnte, weil ich die anderen Sachen halt nicht richtig machen konnte. Weil ich hätte mehr XP eigentlich gehabt am Ende. Der andere war deutlich stärker als ich in dem Ende. Ich habe gesehen, dass ich da ein bisschen bestimmt viele Versuche brauchen werde, weil es schwer wird für mich. Ich muss wahrscheinlich ohne Ende Eiswelle, ohne Ende Eisblock mit benutzen dort. Das bin ich mir schon ziemlich sicher. So, der Anfang, wo es funktioniert, war schon sehr schwer, wo ich da jetzt am Ende bin des Spiels. Ja. Okay, aber meinst du, es lag jetzt nur daran, dass bei dir irgendwie falsch geskillt war oder ist Odyssey sowieso schon schwer? Odyssey ist erstens ziemlich schwer. Ich habe es auf normal gespielt. Es gibt sogar noch 2 höhere Schwierigkeitsgrade. Ja, okay. Die höheren brauche ich jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht, wenn man die Sachen gleichmäßig skillt, vielleicht doch ein bisschen leichter. Aber ich glaube an sich so insgesamt wäre es trotzdem ziemlich schwer. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, Jorgensen im Video gesehen, wie er auch gesagt hat, dass er jetzt nicht unbedingt, er sagt, normal ist okay. Schwer würde er sagen, ist das Maximum, aber das andere, das, was weiß ich nicht, wie der letzte Schwierigkeitsgrad hieß, würde er auf keinen Fall empfehlen. Wie gesagt, das kann ich auch verstehen, das ist sehr wirklich gut, schwer. Ne? Also so beim Kampfsystem und so ist Jorgensen ja sehr fit. Ja. Der macht ja auch so die Challenge-Ones und so, wo man ja auch gut sein muss einfach. Nee, ich muss ja sagen, ich habe ja Dirty Swamp gespielt. Hast du das mal gespielt, Dirty Swamp? Das will ich auch mal spielen. Das habe ich auch bei dir gesehen in dem Kanal. Und habe gedacht, das hört sich interessant an, auch mit diesen Bossen und so. Das ist ganz lustig so. Das ist halt mega schwer. Also, das hat mir aber auch total viel geholfen. Seitdem finde ich jetzt die anderen Mods irgendwie leicht. Gefühlt leichter zumindest. Das hat mich so irgendwie weitergebracht, was so Gothic angeht. Aber dann kommst du halt so von einem Bosskampf in den nächsten. Und da gibt es auch echt so Frustmomente, wo man auch 10-mal verliert oder so. Und einmal musste ich auch von normal auf einfach stellen, weil ich einen Boss einfach nicht geschafft habe. Ist immer so, es tut mir im Herzen weh. Ich hasse sowas. Ja, aber wenn man merkt, es geht einfach nicht so. Und ich habe dann auch später gemerkt, ich hatte Dinge nicht angelegt, die ich eigentlich hätte anlegen müssen. Und ich war einfach ein bisschen verpeilt gewesen. Da hat es mich noch mehr geärgert.
Ich Aber hatte das ist ja sowas eine andere ähnlich, Art von ne? Frust, als wenn es Ja. scheiße gebalanced ist oder so. Also. Ich hatte ja damals Mafia 1 nachgeholt mit dem Remake damals, mit dem nicht Remake, sondern Rework, ein bisschen die Grafik halt wurde richtig aufgehübscht und so. Und da gab es so ein Level mit so einem Rennen. Und ich habe es auf schwersten Schwierigkeitsgrad das ganze Spiel immer gespielt. Und in diesem Rennen habe ich mir so gedacht, ich glaube, ich habe 8 Stunden an diesem einen Rennen gesessen, das zu gewinnen, weil nur im ersten Platz hast du diese Mission abgeschlossen. 8 Stunden oder so habe ich gespielt und dann so, Alter, wie schwer war denn das? Warum ist es so schwer? Warum ist es fast unmöglich? Dies, das. Irgendwann habe ich in einem anderen Video gesehen, 10 10 schwerste Missionen und dann war das da so dabei so. Und ich so, ach echt, Dankeschön, das habe ich bemerkt. Das war gefühlt die schlimmste Mission, die ich im Spiel gemacht habe. Da habe ich gedacht, so alle Dark Souls-Bosse sind einfacher als das. Aber krass, ist es selbst im Remake noch so. Ich weiß, dass diese Mission, die Rennmission bei Mafia beim Originalspiel so legendär ist, weil es so schwer ist. Nein, das ist dann beim selbst Remake, bei ich dem habe nur das Grafik- Remake gespielt. Ja, Ah, krass, dass es da immer noch so schwer ist. Das ist ja mega krass. ja das ist, Ich hab du das musst wirklich Original perfekt Mafia jedes Mal. gespielt. Du musst immer perfekt das Gas drücken. Das ist wie beim Original, habe ich auch dann gelesen und so und gesehen und so. Das ist so perfekt Gas. Wenn du ein bisschen falsch Gas gibst, kommst du nicht richtig um die Kurve, die anderen kommen um die Kurve, du bist wieder letzter gefühlt. Das ist so So richtig das ist dumm. dann auch so diese Gummiband-KI. So, selbst wenn du Ja. perfekt fährst, hängen die immer an deinem Arsch. Und sobald du einen Fehler machst, zack, überholen sie dich. Mega, Ja, aber da ist mega es ja nervig. richtig krass gewesen. Aber ja, siehst du, du kennst die Situation selber. Und ich hab's nicht Ja, ja. gewusst und ich hab's auf den schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich hab's so gehasst, die Mission. Dieses Rennen zu Das ist aber auch ein spielen. bisschen lustig, dass es quasi sich bis in die Neuzeit jetzt gerettet hat, dass die Rennmission so kacke ist. Weil Ja, das ist wie wirklich gesagt, die haben ja legendär. nur die Grafik komplett geupdatet. Komplettes Spiel, nur die Grafik, nichts geändert. Das ist einfach nur die Grafik. Deutlich, Ah, okay. deutlich besser. Und dann hab ich's gespielt halt, ja. An Weil sich jeder ein hat gesagt, cooles muss Spiel, man fand ich. nachholen. Ja. Weiß Und nicht, das wie es Mafia dir 1 gefallen Remake hat. ist ja das Neueste. Wie bitte? Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat, aber ich fand Mafia ziemlich cool. Ja, ja, ich hab's dann auch durchgespielt. Ich fand's wirklich sehr, sehr cool. Aber nachdem ich diese Mission mit dem Rennen hatte, war alles andere in dem Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad 10 Millionen Mal einfacher. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Das war wirklich brutal, ja. Nee, wie gesagt, es hat mir sehr gefallen. Ich habe die anderen Teile immer noch nicht gespielt. Aber den ersten halt vor 2 Jahren oder so. Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. Hatte ich auch mal, aber es ist immer wieder beim Thema. Es gibt so viele Sachen, ne, die interessant sind, Ja. die man gerne machen wird. Genau, das ist auf jeden Fall. Aber es hat auf jeden Fall, wie gesagt, es hat ja Spaß gemacht, ist okay. Nur die Mission nicht. Ja, und ich wollte halt unbedingt, da wollte ich wirklich den Erfolg haben, das Spiel auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. So, das war der Grund, warum ich es da machen wollte, unbedingt. Weil wenn ich den Schwierigkeitsgrad geändert hätte, hätte ich die nächsten Erfolge nicht mehr bekommen dafür. Weil man nur Ja. das komplette Spiel durchspielt, stand da ja. Deswegen, Das heißt, und ja. also, Nö. doch manchmal auch die Erfolge sind auch manchmal cool. Es kommt das Spiel und da dachte ich mir so, das ist doch 100% machbar, das muss doch machbar sein. Ja, muss auch, hätte ich auch Ja. gedacht. Bei so einem Ja. Remake würde ich auch sagen, Ja. das kann man auch schwer schon mal spielen, weil ja sowieso die meisten größeren Spiele auf normal meistens zu leicht sind. Aber Zum war Beispiel, wohl ja? nichts. Ja. Aber war wohl nichts. Ich- Wobei, nach 8 ja. Stunden halt. Ich habe ja damals auch Star Wars The Force Unleashed gespielt, habe ich aber als kleines Kind gespielt. Und da habe ich auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwie Sith Master hieß das, genau, gespielt. Und ich habe so lange rumgemacht. Ich habe das Spiel, da habe ich auch gedacht, so, ich schaffe das doch bestimmt, ich habe es auf jeden Schwierigkeitsgrad geschafft, da schaffe ich es doch auch. Und am Ende des Spiels, ganz am Ende, da entscheidest du dich zwischen 2 Bossfights. Egal, ich habe mich für den einen entschieden, wo ich dachte so, das schafft man bestimmt auch. Ich habe da glaube ich, tagelang dran gesessen und dann irgendwann mal ist dieser Boss einmal kurz hängen geblieben, kurz bevor er starb, weil sonst wäre ich auch gestorben, hätte er noch mal was geschossen. Und dann habe ich ihn getötet, weil er ein Bug war und habe ich es geschafft abzuschließen damals. Und dann stand da so, oh, sie haben Erfolg, oh, dieser Erfolg haben nur 0, irgendwas Prozent Spieler geschafft. Und ich denke mir so, okay, das glaube ich sogar, das ist so schlimm. Das war wirklich sehr schlimm. Zum Beispiel. Ja, aber wenn man es dann schafft, ist dafür auch das Gefühl geil. Ne? Ja, ja, aber da war es ja wegen dem Bug, ich habe ihn nur fast getötet. Ja, stimmt. Ich kann du nicht hast sagen, nicht dass ich ihn geschafft, wirklich weil du so besiegt gut habe, warst theoretisch. dann, ja. Wie gesagt, ich habe bis zum Ende des Spiels alle Skills maximieren können, weil auch die XP mehr ist bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad am Ende und so weiter. Aber wie gesagt, es war ja nicht so 100% geschafft. Ein Angriff hat noch gefehlt oder irgendwas. Ja, stimmt. Aber das ist ja auch manchmal so, dass man so Schwächen im Spiel für sich nutzt. Bei so Piranha-Bytes-Spielen geht es ja auch manchmal, dass man sich dumm auf einen Stein stellt oder so. Ja. Und die KI ist dann so dumm, dass sie nicht hochkommt, aber auch nicht richtig weggeht. Und dann trickst man sie so ein bisschen aus.
Ja, Mache das ich ist ja schon auch. klar. Ist ja auch ein bisschen Betrügen eigentlich, ne? Ja, schon. Das Aber auch man kriegt recht. Erfahrungspunkte, Ja, die ganz man einfach, man kriegt gebrauchen kann. Erfahrungspunkte. Das ist klar, ja. Nee, wie gesagt, das kenne ich auch, ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Charakterentwicklung in Gothic. Ja, würde sagen, eine der größten Stärken auch, ne? Sag ich oft, dass irgendwas die Mhm. größte Stärke ist. Daran sieht man, dass Gothic auch gute Stärken hat. Aber ich finde, die Progression in Gothic ist Mhm. super, gerade weil man eben dieser Versager ist am Anfang und es dann so Mhm. richtig wohlwollend annimmt, dass man jetzt auf einmal was kann. Also das ist ja Mhm. dann auch wirklich eine unglaubliche Belohnung, wenn man irgendwann einen Mhm. Monstertypen wegschlagen kann, der einen vorher noch quasi ohne Probleme gekillt hat. Und dadurch, dass ja in Gothic auch Mhm. die ganze Welt offen ist, von Beginn an ist man ja auch viel in der Welt unterwegs und macht schon viele Mhm. Bekanntschaften mit Mhm. irgendwelchen Tieren, die einem sofort alle Haare rausreißen. Mhm. Und dann später zurückzukommen und diese gleichen Tiere, die ja auch nicht mitleveln oder so, ja, die halt Mhm. einfach immer so sind, wie sie sind, diese Tiere dann am Ende umzuhauen, ist, finde ich, jedes Mal eine Befriedigung. Und das Ja. finde ich ganz toll. Mal abgesehen vom Optischen, ne, dass man das Mhm. Schwert dann auch cooler schwingt, das ist sowieso mega gut. Mhm. So eine Idee, wo man sich fragt, wieso gibt es das nicht öfter? Wahrscheinlich, weil es technisch schwierig ist und so, aber Mhm. mega geil. Und im Grunde ist ja so Stufenaufstiege sind das eine. Also ich gucke jetzt nie auf mein Mhm. Level. Ich weiß jetzt beim Spielen nicht, bin ich Level 25 oder bin ich Mhm. Level 28? Ist mir egal. Ich weiß nur so, ich bin jetzt Level Varane hau ich gut weg. Oder Ja, das kenne ich Level, auch. ja, so Oder ich weiß, Level, dass ich jetzt so viel Skill habe und jetzt bin ich so stark. Jetzt kann ich da weitermachen. Oder jetzt genau, schaffe ich jetzt den ist, gerade so. Zum Beispiel oder sowas in der Art. ja, Ja. und dann später locker und so. Und das ist so für Ja. mich im Kopf irgendwie mein Level. Und das funktioniert in Gothic wunderbar, dass einem die Welt eigentlich mehr mitteilt als die Charakterbögen, wie stark Mhm. man ist halt, ne? Und jeder Stufenaufstieg, gerade zu Beginn, am Ende kann es schon mal vorkommen, dass ich auch mal Erfahrungspunkte nicht mehr ausgebe, weil ich irgendwie Mhm. gerade keinen passenden Lehrer finde und trotzdem gut durchkomme. Aber gerade zu Beginn fand ich in allen Gothic-Teilen war jeder Stufenaufstieg unglaublich befriedigend so. Mhm. Weil wir eben diese umgekehrte Schwierigkeitsstufe haben vom schweren Spiel zu Beginn zum leichteren am Ende. Und das macht das Progressionssystem, allein dieser Fakt, dass es so Mhm. schwer am Anfang ist, macht das Progressionssystem so befriedigend. Und das gibt's also auch nur in schweren Spielen, glaube ich. Das gehört zu einem Mhm. ein gutes Progressionssystem hat man wahrscheinlich immer nur in einem Spiel oder fast immer nur in einem Spiel, wo man auch Probleme hat. Mhm. Wo so Vorankommen sich halt dann auch cool anfühlt. Ja, zum Beispiel in Also, Dark Souls ist es ja auch so, man freut sich, wenn man die Bosse dann endlich besiegen kann. So. Was auch immer ja, man dafür Dark Souls ist man gemacht wahrscheinlich hat. aber Ja. stolzer, oder? Dark Souls ist auch viel so, oh, jetzt habe ich das Muster gelernt und jetzt besiege ich den. Und da ist man dann Ja, auch so eher so natürlich. stolz auch auf seinen Ne. Skill, ne? Und das habe ich bei Gothic ein bisschen weniger. Mhm. Aber Nee, jetzt glaube aber ich, Dark bei Souls, Dark Souls ist mega. es so, ja. Wie gesagt, ich habe ja damals Dark Souls 3 als erstes durchgespielt. Den Zweier habe ich als erstes lange gespielt und dann den Einser erst als letztes durchgespielt. So im Prinzip. Und ich fand immer den Dreier am leichtesten, aber viele sagen, nein, der Dreier ist auf keinen Fall am leichtesten. Und das, dies, und ich habe es halt als erstes durchgespielt. Und den Dreier, da habe ich ja damals mit meinem Kumpel sogar eine Challenge dann angefangen aus Spaß. Wir haben gesagt, ja, wir dürfen die normalen Gegner nur mit Parieren töten, also Konterangriffen und die Bosse nur mit Dolchen abwerfen. Die ganze Zeit. Und solche Sachen. Und Da das war ich dann so gut quasi im beim dritten zweiten Teil. Spieldurchgang. Ja, sozusagen. Da haben wir dann gesagt, ja, jetzt müssen wir es so spielen. Und dann haben wir noch den schweren Add-on dazu genommen beim zweiten Durchgang. So sind wir in den Add-on sogar zu früh gegangen. Die Gegner haben uns gewonshottet immer und wir haben es trotzdem weitergemacht. Das war so Ja, lustig. aber geil. Ist Ne, doch schön, ja. wenn man, also finde ich auch geil, wenn man sich so Ja. Aufgaben macht und versucht, Mhm. vor allem wenn man zu zweit ist. Das ist nochmal geiler, mit dem Kumpel. Ja. So. Ich finde, dann pusht man sich auch mehr. Alleine wird man Ja. vielleicht aufgeben, aber zu zweit sagt man auf, jetzt komm, da geht noch Wir was. schaffen so. das, ja. Ja, voll. 100%. Ich finde auch so Ja. Couch-Koop-Spiele geil, wo man so zusammen auch Ja. auf der Couch sitzt und dann am besten noch ein schweres Spiel, wo man sich wirklich abklatschen kann, wenn es klappt und so. Finde ich mega cool. Mit dem Kumpel mal Cuphead gespielt. Kennst du Cuphead? Ist halt so ein mega kenn asozial ich. schwerer Plattformer. Sehr schwer, also so ja. richtig schwer. Ja. Und wir haben da teilweise seit 4-5 Stunden an einem Bossgegner gesessen und dann, wenn wir es dann geschafft haben, das war wie so, wenn dein Lieblingsverein ein Tor schießt. So. Das war so Aufspringen und High Five und so. Und das ist mega.
Also Dark Souls habe ich auch noch nicht gespielt. Ja. Das würde mich aber reizen und ich würde halt natürlich bei Teil 1 anfangen. Ist immer so ein bisschen bei mir der Weg. Ist es so hakelig, wie alle sagen? Also es ist eigentlich eher so, dass du, wenn du nicht den falschen Weg läufst, ist es okay. Du musst halt wissen, wo du ein bisschen hinläufst. Sonst ist es halt wirklich scheiße, wenn du in eine Sache reinläufst, die du überhaupt noch nicht schaffst. Und du dann erstmal zurückkommen musst, aber auf dem Weg zurück stirbst dann ohne Ende wegen irgendwas, weil du dann nicht hinkommst. Zum Beispiel, weil die Sachen schon auf dem Weg schon so hart waren. Aber du wolltest vorher dahin laufen, weil du dachtest so, ja, neuer Speicherpunkt, also Lagerfeuer, ja. Oder so. Und dann versuchst du zurückzukommen. Beim ersten Teil gibt es ja noch keine wirklichen Teleports oder beziehungsweise erst sehr spät sozusagen, dass du ein bisschen hin und her reisen kannst und so. Kommt das erst sehr, sehr spät. Ja. Und wie ist die Steuerung im Kampf? Weil Dark Also Souls das ist eine 1 sehr gute Controller-Steuerung, finde finde ich. Ja, auch Achso, im ersten ja, Teil Dark schon Souls rund. 1. Also ja, okay, in Dark Souls 1 würde ich auch sagen, das ist am hakeligsten. Da, ja, auf jeden Fall. Aber man muss sich nur daran halt gewöhnen, wie du dann dich bewegst und dann geht das schon irgendwann. Wie gesagt. Sonst gibt es ja auch nicht diese komischen Runs von Leuten, die ohne No-Hit-Runs machen in Dark Souls und solche Sachen. Nee, klar, ja. Also ich glaube auch, dass man sich da bestimmt dran gewöhnen kann, sonst hättest du auch nicht so einen guten Ruf. Gilt ja als super gutes Spiel. Ne. Natürlich, das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja. Was haben wir noch? Wir haben gerade eben den Schwierigkeitsgrad besprochen. Achso, ja, beim Schwierigkeitsgrad. Nee, nicht beim Schwierigkeitsgrad, wir waren gerade beim Charakterentwicklungen. So, genau. Ah ja, genau. Ja, Welche Charakterentwicklung findest du denn am besondersten in dem Spiel? Jetzt nicht nur deine eigene, nicht nur vom namenlosen Helden, ich meine jetzt so halt. An sich. Ah, du meinst die Charakterentwicklung. Okay, da sind wir aber natürlich das ist auch so der namenlose Held wäre jetzt später gekommen eigentlich. Ja, also, ja. Aber das ist ja egal, das ist auch, haben wir jetzt auch schon angeschnitten, so, ja. Nee, so bei Charakterentwicklung, Videospielen denke ich immer so, wie man sich auflevelt und stärker wird und so. Du meinst aber wirklich die Charaktere, die Freunde und so, wie die sich zum Beispiel oder? Und so weiter und so fort, ja. Okay, ich überlege gerade. Ja. Also, ich glaube in Gothic 1, was ist es vor allem halt dann so der Twist, ist das Kapitel 4. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Wenn so die ganzen Sachen ein bisschen in Wallung geraten und alles ein bisschen wenn die Lage dich auch angreift, wenn das alte Lager dich angreift, meinst du jetzt zum Beispiel? Genau so. Und dann habe ich das Gefühl, so ab dem Punkt ist es so ein bisschen, das so komischerweise, ne, ist ein schlimmer Punkt, aber ich habe das Gefühl, ab dem kommen so engere zwischenmenschliche Beziehungen dann zustande. So, dann fühlt man sich mit Diego noch ein bisschen mehr verbunden und ich habe das Gefühl, eigentlich mit dieser Sache fangen die Freundschaften so richtig an zu wachsen. Ja. Also vorher ist es ja eher so, man ist unterwegs und ja, Diego ist schon nett, weil er einen begrüßt und so. Aber so mit diesem Twist in Kapitel 4 habe ich das Gefühl, fängt so langsam an zu wachsen, dass man da auch so die Leute langsam zu mögen beginnt. So richtig. Ja. Das erinnert mich auch an eine Lüge-Glück Kapitel 4. Du kennst doch die Quest, dass man dann die ganzen Freunde Bescheid sagen soll wegen dem Treffen der Freunde da. Ja. Das gibt's ja dann nicht. Man geht da ja nicht hin oder so und gibt ein Treffen. Die gehen da, angeblich treffen die sich, aber es passiert ja nie. Aber das ist ja auch eine Logiklücke, weil eigentlich sagt er ja, komm auch mit dort vorbei und so weiter und so fort. Und ist das Diego, oder? Diego sagt irgendwie. Ja, dass man alle seine Freunde zusammenrufen soll. Das macht man ja dann bei jedem. Stimmt, ich erinnere mich. Treffpunkt, ja. Und das können die im Remake auch wieder in Angriff nehmen, weil das wäre ja blöd, das wäre cool. Das Treffen mit allen Freunden, so. Das wäre doch sowas, was man sehen will eigentlich dann in Gothic. Weil man sich ja wirklich mit denen immer mehr verbunden fühlt. Gorn sagt so, oh ja, das war richtig cool, das machst du richtig gut. Oh, ich bin da, mach das. Das ist einfach so. Ja. Ich glaube, auch Mike Hoge hat auch mal gesagt, die 4 Freunde sollten eigentlich viel mehr im Mittelpunkt der Handlung stehen und es sollte viel mehr mit dem passieren. Aber aus Zeitgründen hat es dann bei Gothic 1 auch nicht geklappt. Das ist ja ganz oft so. Schade. Aber gut, Gothic macht halt das, was ja auch schlau ist. Sie nehmen ihre Charaktere in die nächsten Teile mit. Und ich glaube, auch deswegen sind die Charaktere wahrscheinlich auch so ein bisschen ikonisch geworden, weil man begegnet denen halt dann im 2. und 3. Teil nochmal und dadurch hat man auch viel Zeit, die so lieben zu lernen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine coole Entscheidung, so eine zusammenhängende Sache zu machen, wo man Leute immer wieder trifft, wo man dann auch so ein Gefühl von nach Hause kommen hat, wenn man den nächsten Teil beginnt. Das finde ich mega gut. Wobei da natürlich dann auch so Enttäuschungen entstehen können. In Gothic 3 wünscht man sich ja dann auch teilweise, ja, ein bisschen mehr wäre auch gut. Ne, da sind die dann ja auch irgendwie da, aber so richtig viel macht das Spiel mit denen nicht. Und da ist dann auch wieder Raum dafür da, dass man dann eher enttäuscht ist davon. Aber
so inzwischen, also ich glaube gerade, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stehe ich vielen auch noch immer so ein bisschen neutral gegenüber, aber Diego mag ich irgendwie schon gern. Ich glaube, Diego ist so mein Buddy. Ja. So, wenn ich jetzt Nach dem Anfang, der warnt dich direkt. Er will dir nicht helfen, aber er will dir helfen. Auf so, ich warne dich, pass auf, dies und das. Aber er ist dir niemals feindlich gesinnt oder so. Der hilft dir einfach aus der Patsche sozusagen am Anfang so. Dass du keine Scheiße baust selber oder so. Das ist halt wirklich so. Halt auch schon so ein bisschen sofort. älter, ne? Ist auch irgendwie so gleich so ein bisschen so eine Vaterfigur. Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie cool. Und das mag ich ja übrigens auch in Gothic 1 total gern, dass das eigentlich alles so alte Leute sind.